Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir darüber, warum Deutsche so gerne planen und wie das ihren Alltag beeinflusst. Du erfährst, welche Rolle Planung im Leben vieler Menschen spielt. Abonniere gern unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keine Folge verpasst. Ich finde, in Deutschland gehört Planung einfach zum Alltag dazu. Viele Menschen schreiben To-Do-Listen oder nutzen Kalender-Apps, um ihre Aufgaben zu ordnen. Das gibt ein Gefühl von Kontrolle, besonders wenn der Tag voll ist. Aus meiner Sicht hilft das, Stress zu vermeiden und nichts Wichtiges zu vergessen. Das sehe ich ähnlich. Für mich ist Planung vor allem im Alltag wichtig, weil ich viele Dinge gleichzeitig organisieren muss. Arbeit, Einkäufe, Sport und Freunde. Ohne einen Plan verliere ich schnell den Überblick. Im Vergleich dazu war ich früher oft spontaner, aber dadurch habe ich manchmal Termine verpasst. Besonders bei der Arbeit merke ich, wie viel Wert auf Planung gelegt wird. Es gibt oft genaue Zeitpläne, regelmäßige Meetings und feste Absprachen. Dadurch weiß jeder, was zu tun ist, und es gibt weniger Missverständnisse. Ich glaube, das macht die Zusammenarbeit effizienter und sorgt für ein gutes Gefühl im Team. Ich denke, das hat auch mit der deutschen Mentalität zu tun. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind hier sehr wichtig. Wenn ich zum Beispiel ein Projekt plane, versuche ich immer, rechtzeitig alles vorzubereiten. Das gibt nicht nur mir Sicherheit, sondern zeigt auch den Kollegen, dass sie sich auf mich verlassen können. Einerseits gibt Planung wirklich Sicherheit, weil man weiß, was einen erwartet. Andererseits habe ich manchmal das Gefühl, dass dadurch Spontanität verloren geht. Es ist ein Unterschied, ob man alles schon vorher festlegt oder einfach mal etwas ausprobiert. Trotzdem finde ich, dass eine gewisse Struktur im Alltag sinnvoll ist. Für mich ist Planung vor allem praktisch, weil ich dadurch mehr Zeit für die Dinge habe, die mir wichtig sind. Wenn ich meinen Tag gut organisiere, bleibt am Ende oft sogar Zeit für spontane Aktivitäten. Im Vergleich dazu war ich im Urlaub schon in Ländern, in denen alles viel lockerer läuft. Das kann schön sein, aber manchmal fehlt mir dann die Übersicht. Was ich interessant finde, viele Deutsche planen nicht nur ihre Arbeit, sondern auch das Privatleben sehr genau. Urlaube, Familienfeiern oder sogar das Wochenende werden oft im Voraus besprochen. Das zeigt, wie wichtig Organisation in vielen Bereichen ist. Ich glaube, das hilft, Enttäuschungen zu vermeiden und sorgt für mehr Zufriedenheit. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gute Planung auch Konflikte verhindern kann. Wenn zum Beispiel alle Familienmitglieder wissen, wann wer was macht, gibt es weniger Streit. Andererseits kann zu viel Planung auch anstrengend sein, weil man immer alles im Blick behalten muss. Es ist also wichtig, flexibel zu bleiben. Am Ende ist es wahrscheinlich eine Frage der Balance. Planung kann das Leben einfacher und ruhiger machen, aber ein bisschen Spontanität ist trotzdem wichtig. Jeder muss für sich selbst herausfinden, wie viel Organisation sinnvoll ist und wann es besser ist, einfach mal loszulassen. Was mir in Deutschland besonders auffällt, ist die Bedeutung von Terminen und Kalendern. Fast jeder trägt einen Kalender bei sich, entweder auf dem Handy oder als Buch. Ich glaube, das gibt vielen Menschen das Gefühl, alles im Griff zu haben. Dadurch kann man seine Zeit bewusster planen und vergisst weniger. Das stimmt. Ich kenne kaum jemanden, der keinen Kalender nutzt. Für mich ist das ein wichtiges Werkzeug, um meine Woche zu organisieren. Ich trage dort nicht nur berufliche Termine ein, sondern auch private Treffen, Sport oder Arztbesuche. Im Vergleich dazu habe ich früher vieles im Kopf behalten, aber das hat oft zu Stress geführt.
Interessant finde ich auch, wie früh manche Termine in Deutschland geplant werden. Geburtstage, Urlaube oder sogar Treffen mit Freunden werden oft Wochen oder Monate vorher festgelegt. Einerseits finde ich das praktisch, weil man sich darauf einstellen kann. Andererseits fehlt manchmal die Spontanität, die ich aus anderen Ländern kenne. Ja, das kann ich nachvollziehen. Einerseits sorgt eine frühe Planung für Klarheit und man kann sich besser vorbereiten. Andererseits entsteht dadurch manchmal Druck, weil man wenig flexibel ist, wenn plötzlich etwas anderes dazwischen kommt. Trotzdem finde ich es langfristig sinnvoll, weil ich so meine Zeit besser nutzen kann. Was mir auch auffällt, in vielen Familien gibt es einen gemeinsamen Kalender, damit alle wissen, wer wann etwas vorhat. Das hilft, Überschneidungen zu vermeiden und sorgt für weniger Streit. Aus meiner Sicht ist das besonders wichtig, wenn mehrere Personen viele unterschiedliche Termine haben und alles organisiert werden muss. Ich sehe das ähnlich. In meinem Freundeskreis nutzen viele digitale Kalender, die man teilen kann. So weiß jeder, wann die anderen Zeit haben und man kann Treffen leichter planen. Im Vergleich dazu war es früher oft schwieriger, alle unter einen Hut zu bringen. Diese Technik macht das Leben schon deutlich einfacher. Andererseits kann es auch stressig sein, wenn der Kalender zu voll ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich kaum noch Zeit für mich selbst habe, weil jeder Tag durchgeplant ist. Das hängt wohl damit zusammen, dass man möglichst viel schaffen will. Trotzdem finde ich es wichtig, auch Pausen bewusst einzuplanen. Ich kenne das gut. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich nur noch von einem Termin zum nächsten laufe. Dadurch geht die Entspannung verloren, die eigentlich auch wichtig ist. Aus meiner Sicht sollte man bewusst Zeit für sich selbst und für Erholung freihalten, sonst wird das Leben schnell zu hektisch. Für mich ist einer der größten Vorteile einer guten Planung, dass ich mich sicherer fühle. Wenn ich weiß, was auf mich zukommt, kann ich meinen Tag besser einschätzen und habe weniger Angst, etwas Wichtiges zu vergessen. Aus meiner Sicht gibt Planung nicht nur Struktur, sondern auch ein Gefühl von Kontrolle über das eigene Leben. Das sehe ich genauso. Besonders im Beruf hilft mir Planung, meine Aufgaben zu priorisieren und effizienter zu arbeiten. Ich kann dadurch besser einschätzen, wie viel Zeit ich für bestimmte Projekte brauche. Im Vergleich zu spontanen Arbeitsweisen habe ich dadurch weniger Stress und kann auch besser auf unerwartete Situationen reagieren. Ein weiterer Vorteil ist, dass man durch Planung oft mehr Zeit für sich selbst gewinnt. Wenn ich meinen Tag gut organisiere, bleibt am Ende oft noch Zeit für Hobbys oder Freunde. Das hängt damit zusammen, dass ich Aufgaben gezielt erledige und nicht so viel Zeit verliere. Dadurch habe ich das Gefühl, mein Leben bewusster zu gestalten. Ich finde auch, dass Planung langfristig hilft, Ziele zu erreichen. Wer sich regelmäßig Gedanken über seine Aufgaben und Wünsche macht, kann Schritt für Schritt darauf hinarbeiten. Im Vergleich dazu verliert man ohne Planung schnell den Überblick und fühlt sich überfordert. Für mich ist Planung deshalb ein wichtiger Teil von persönlicher Entwicklung. Außerdem kann eine gute Planung Konflikte vermeiden, wenn zum Beispiel in der Familie oder im Team alle wissen, was geplant ist, entstehen weniger Missverständnisse. Das sorgt für mehr Harmonie, weil jeder besser vorbereitet ist. Andererseits sollte man trotzdem flexibel bleiben, falls sich mal etwas ändert. Für mich spielt auch die Zuverlässigkeit eine große Rolle. Wer gut plant, gilt oft als vertrauenswürdig, weil er seine Versprechen hält und pünktlich ist. Das ist nicht nur im Beruf wichtig, sondern auch im Freundeskreis. Im Vergleich dazu
wirken Menschen ohne Planung manchmal unorganisiert oder unzuverlässig, was zu Problemen führen kann. Ich denke, Planung hilft auch, die eigenen Ressourcen besser einzuteilen. Man kann besser abschätzen, wann man Pausen braucht und wann man konzentriert arbeiten sollte. Dadurch bleibt man langfristig leistungsfähig und vermeidet, sich zu überfordern. Für mich ist das ein klarer Vorteil, vor allem in stressigen Zeiten. Insgesamt finde ich, dass eine gute Planung viele Vorteile bringt, wenn man sie richtig nutzt. Sie macht das Leben einfacher, gibt Orientierung und hilft, die eigenen Ziele zu erreichen. Trotzdem sollte man nicht vergessen, auch mal spontan zu sein, damit das Leben abwechslungsreich bleibt und man sich nicht zu sehr unter Druck setzt. Obwohl Planung viele Vorteile hat, sehe ich auch einige Nachteile. Einerseits gibt Planung Sicherheit, andererseits kann sie das Leben manchmal zu starr machen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich durch zu viele Pläne weniger spontan bin und dadurch interessante Möglichkeiten verpasse. Das schränkt meine Freiheit ein bisschen ein. Das kann ich gut nachvollziehen. Aus meiner Sicht entsteht durch zu viel Planung auch ein gewisser Druck. Man möchte alle Termine einhalten und alles perfekt organisieren. Im Vergleich dazu wirkt ein spontaner Tag oft entspannter. Ich glaube, wenn man zu sehr an seinem Plan festhält, kann das auf Dauer sogar stressig werden. Ein weiterer Nachteil ist, dass man sich manchmal zu sehr auf den Plan verlässt und dadurch weniger flexibel auf Veränderungen reagiert. Wenn plötzlich etwas Unvorhergesehenes passiert, fällt es mir manchmal schwer, schnell umzudenken. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich mich zu sehr an meine Struktur gewöhnt habe. Ich finde auch, dass Planung manchmal zu Konflikten führen kann, besonders wenn andere Menschen spontaner sind. Im Freundeskreis merke ich oft, dass nicht jeder so organisiert ist wie ich. Im Vergleich dazu entstehen manchmal Missverständnisse, weil die Erwartungen unterschiedlich sind. Trotzdem glaube ich, dass man mit etwas Offenheit einen guten Mittelweg finden kann. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass zu viel Planung den Alltag langweilig macht. Wenn jeder Tag genau gleich abläuft, fehlt die Abwechslung. Andererseits sorgt Planung natürlich für Sicherheit, aber das Leben lebt ja auch von Überraschungen. Aus meiner Sicht ist es wichtig, immer wieder Platz für Neues zu lassen. Ich stimme dir zu. Langfristig ist es sinnvoll, nicht jeden Moment zu verplanen. Ich versuche bewusst, auch mal Dinge offen zu lassen und mich überraschen zu lassen. Dadurch fühle ich mich freier und entdecke manchmal ganz neue Seiten an mir selbst. Trotzdem möchte ich nicht auf Planung verzichten, weil sie mir Orientierung gibt. Am Ende kommt es wohl darauf an, die richtige Balance zu finden. Einerseits hilft Planung, das Leben zu organisieren, andererseits sollte man offen für Veränderungen bleiben. Ich glaube, jeder muss für sich selbst herausfinden, wie viel Planung sinnvoll ist und wann es besser ist, einfach mal loszulassen. Genau. Aus meiner Sicht ist es wichtig, die Vorteile der Planung zu nutzen, aber trotzdem flexibel zu bleiben. So kann man das Beste aus beiden Welten verbinden und das Leben genießen, ohne sich zu sehr unter Druck zu setzen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Uns interessiert, welche Wörter aus dem Podcast ihr am spannendsten fandet oder vielleicht schon kanntet. Schreibt es gern in die Kommentare. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, ein Like dazulassen und die Glocke zu aktivieren. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und wünschen euch viel Erfolg beim Deutschlernen. Bis zum nächsten Mal. Der Kalender. Viele Menschen organisieren ihre Termine im Kalender. Ich trage wichtige Ereignisse immer sofort in meinen Kalender ein.
Planen. Ich plane meine Woche meistens am Sonntag. Wer gut plant, kann Stress vermeiden. Die Organisation. Gute Organisation hilft, den Überblick zu behalten. In vielen Familien gibt es eine klare Organisation. Spontan. Manchmal ist es schön, einfach spontan zu sein. Spontane Entscheidungen bringen oft Abwechslung. Der Stress. Zu viele Termine führen schnell zu Stress. Mit guter Planung kann man Stress reduzieren.